Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und in diesem Monat zeigen wir dir beim Demo-Doppel Ideen zum Produktpaket Wunderbares Werkzeug aus dem aktuellen Mini-Katalog von Stampin' Up! Bei mir gibt es heute eine Werkzeugbox. Inspiriert dazu hat mich die Werkzeugkiste bei uns im Schuppen. Am Ende meines Videos verlinke ich dir die Idee von Angela von der Stempelfamilie. Und in der Beschreibung findest du den Link zu allen Demo-Doppel-Videos sowie die Maße zu dieser Box. Ja, und dann fangen wir doch auch mal direkt an. Letztes Mal habe ich dir diese Karte gezeigt, eine Werkzeugkastenkarte zum Aufklappen. Die Beschreibung dafür findest du hier, die Videoanleitung. Und dieses Mal dann das Ganze richtig im Boxformat mit Magnetverschluss. Dazu wird einiges an Materialien benutzt. Ich habe das bei mir schon mal vorgeschnitten und ich nenne das einmal alles, aber es steht auch wie gesagt in der Beschreibung drin. Für den Boden braucht man Farbkarton in 20 x 25 cm. Für das Innenteil ein Stück weißen Farbkarton in 14 x 9 cm. Für die eine Klappe Farbkarton in 19,2 x 7,1 und für die zweite Klappe 19,2 x 9,1. Man sieht das hier, die eine Klappe ist etwas schmaler, damit sie nicht so, die eine Klappe, diese hier ist etwas größer, damit die andere da drüber lappen kann und der Magnetverschluss da angebracht ist. Für die Verzierung von den beiden Klappen braucht man Designerpapier, ein Stück in 14,8 x 4,7 und eins in 14,8 x 6,7, zwei Stück in 14,8 x 1,6, zwei Stück in 4,7 x 1,6 und zwei Stück in 6,7 x 1,6. Das ist einmal das hier außenrum. Und für den Henkel zu guter Letzt brauchst du noch zwei Stück Farbkarton in 2 x 14 cm und zwei Stück Designerpapier in 1,8 x 5,8. Wir fangen mit dem Boden an. Der ist wie gesagt 20 x 25 cm und wird rundrum an allen Seiten bei 5 cm gefalzt. Das habe ich schon gemacht. Und dann falze ich hier einmal alle Seiten nach. Und bevor ich die Box zusammenklebe, setze ich hier innen drin mein Bodenelement ein, damit das so aussieht, als ob in der Kiste schon was drin liegt. Hier habe ich die verschiedenen Werkzeugteile in Memento gestempelt und dann in verschiedenen Farben, Pekanuss, Abendblau, Gartengrün und Blutorange, damit das ein bisschen farbenfroher ist, wenn man die Kiste öffnet. Hier habe ich das schon mal vorbereitet. Das sind einfach nur die Bleistifte und die Schrauben und auch einmal schön im Bunt. Dafür hat das Stempelset auch immer so 2 Stempel parat oder wenn man möchte, kann man es auch ausmalen. Aber damit das hinterher nicht so schwierig ist reinzukleben, mache ich das jetzt gleich am Anfang. Ich habe es bei dieser Box nämlich erst hinterher reingeklebt und das war ein ziemliches Gefrickel, die Abstände richtig hinzukriegen. So, ich nehme dafür doppelseitiges Klebeband und der Abstand ist diesmal rundrum 5 mm und dann hat man den Boden schon fertig. So, jetzt kommen wir hier zur Box an sich. Dafür schneide ich 4 von den Falzlinien ein, und zwar einmal an der langen Seite die beiden und auf der gegenüberliegenden Seite. So, und damit da mal gleich nichts drüber steht, schneide ich hier meine bekannten kleinen Flügelchen. Also wirklich nicht viel, nur so ein bisschen, damit das nicht oben und unten überlappt und vielleicht irgendwie anstößt und dadurch nicht gerade wird. So, haben wir alles weg. Ich drehe es mir dann einmal um und nehme Flüssigkleber. Kann auch mit doppelseitigem Klebeband arbeiten, aber weil ich möchte, dass ich es notfalls noch verschieben kann, wenn ich nicht ganz gerade gearbeitet habe, nehme ich lieber Flüssigkleber, damit ich es noch schieben kann.
auf die ersten beiden Ecken drauf und dann hier geguckt, dass die Kante auf der Falzlinie liegt. Dann ein bisschen festdrücken. Man sieht jetzt, hier kann es noch ein bisschen rutschen. Bei mir ist es gerade verrutscht. Und noch kann ich es aber gerade schieben. Wie gesagt, ordentlich festdrücken, ein paar Sekunden halten. Und dann mache ich auch schon direkt die gegenüberliegende Seite. Wer ein bisschen länger braucht oder das länger festhalten möchte, damit es auch wirklich gut anzieht, kann auch erstmal nur eine Seite mit Kleber einschmieren und dann die andere nach und nach. So, das mache ich in diesem Fall. Mache ich erst eine Seite. Achte aber darauf, dass die andere schon, wenn ich es jetzt hochklappe, innen drin mit reingeht. So, und wieder wie bei den anderen Seiten auch die Kante auf die Falzlinie und gut festdrücken, damit der Kleber schön anzieht. So, das hier knicke ich einmal um. Mich ein bisschen, einfach, ich nehme das hier so ein bisschen, ziehe es nach hinten. Hier mein Kleber drauf. So. Und damit ist die Grundbox auch schon fertig. Und ich finde, dadurch, dass man da innen drin so was Helles drin hat, ist die nochmal so ein bisschen peppiger, dass man einfach nochmal, ja, nicht so auf den braunen Farbkarton guckt. Ja. Dann habe ich die beiden Stück Farbkarton für den Deckel. Die sind, wie gesagt, unterschiedlich groß, damit die hier überlappen können für den Magneten. Da wird jeweils die beiden kurzen Seiten, nein, angelegt wird die lange Seite und es wird dann an der jeweils, oh Mann, was erzähle ich denn? Also, ich lege die lange Seite an und falze jeweils bei 2 cm und eine kurze Seite angelegt und auch nochmal. Also 3 Seiten werden rundrum bei 2 cm gefalzt und das ist bei beiden Stücken so. So. Und hier achte ich darauf, dass die Seiten wirklich ganz stark gefalzt werden, damit die auch wirklich schön umklappen. Und das mache ich bei den kurzen sogar von beiden Seiten, damit die nicht irgendwie abstehen. So, und bei dem anderen Stück auch. So, auch hier kann man sich überlegen, möchte man sein Designerpapier vorher oder hinterher aufkleben. Ich empfehle vorher, weil hinterher, wenn das hier oben drauf ist, ist das immer eine leicht wackelige Angelegenheit. Kann ich aus guter Erfahrung sagen, hat bei der Box nicht so gut funktioniert. Machen wir diesmal anders. So, das Designerpapier ist aus der aktuellen Celebration. Kann man für 60 € Einkaufswert bekommen. Die hat man schon zusammen, wenn man das Produktpaket wunderbares Werkzeug samt Stanzen kauft. Ist super. Da hat man gleich das passende Designerpapier dafür. So, hier ist mein Abstand rundrum ungefähr 2 mm. Also das Designerpapier hat wirklich richtig schöne Sachen. Nicht nur hier die Schräubchen, sondern auch ein Zollstock zum Beispiel. Oder hier bei der Karte so Schubladenelement, hätte ich jetzt fast gesagt, wie man sich so eine Werkzeugbox vorstellt. Also ist wirklich eine schöne Sache und gibt es halt nur im Januar und Februar. Muss man also gucken und sich überlegen, was man haben möchte, damit man das nicht verpasst. So, dann klebe ich diese Elemente auch schon auf. Ich nutze dafür einen doppelseitigen Kleberoller. Gibt es ja den Flink und Fest von Stampin' Up. Kann man dafür gut verwenden. So, das hier, jetzt muss ich einmal gucken. 2 sind kürzer, 2 sind länger. Ja, das hier passt. Und auch hier wieder rundherum ungefähr 2 mm Abstand.
Man kann das auch natürlich unterschiedlich machen, wenn man sagt, das ist mir zu langweilig, nur ein Designerpapier zu verwenden. Das kann man dann natürlich auch ganz und bunt gestalten, sage ich mal. So. Also es ist ein bisschen mehr zu schneiden und ein bisschen mehr Vorbereitung, aber ich finde, die Kiste lohnt sich wirklich, wenn man mal irgendwie, ja, zum Beispiel einen Gutschein verschenken möchte oder auch kleines Werkzeug oder so. Ich finde die total niedlich, also hier mit den Griffen. Genau. Und da sehe ich gerade, ich habe natürlich was vergessen bei meiner Box. Super. Diese hier habe ich mir in Abendblau bestempelt, abendblaues Farbkarton genommen und in Abendblau mit den Schräubchen bestempelt. Und zwar, von hier unten sieht man es ganz gut, den Boden braucht man nicht bestempeln, kann man, wenn man möchte. Und dann nur die Seiten und auch nicht die kleinen Quadrate oder Rechtecke, die man einschneidet, weil die verschwinden ja hier innen drin in der Box. Das bringt nichts. Habe ich natürlich jetzt hier vergessen, aber ist dann so, man sieht es ja hier. Dann sehen wir auch gleich den Unterschied. So, hier werden diese kleinen Quadrate rausgeschnitten komplett. Die werden nicht gebraucht. Und ich schneide sie auch so ein bisschen, quasi nicht auf der Falzlinie, sondern genau neben der Falzlinie entlang, also so ein bisschen größer. Das ist in Ordnung. Dann sieht man die Falzlinie nicht mehr. So, dann setze ich auf dieses kleine Stück 2 Streifen doppelseitiges Klebeband. Auch hier kann man, wie man möchte, mit Flüssigkleber. Ich bin in diesem Fall mit doppelseitigem Klebeband, komme ich besser zurecht. Aber Flüssigkleber geht natürlich auch, wenn man sagt, ich weiß nicht, ob ich es auf Anhieb richtig klebe. Da möchte ich lieber noch ein bisschen schieben können. So. Dann mache ich das so, dass ich mir das, jetzt muss ich gerade selbst überlegen, so hinlege, meine Kiste nehme und vor die Falzlinie, also dass sie nicht zu weit rüber kommt, sondern rechts von der Falzlinie ist. So, da gucke ich wirklich ganz genau hier unten. Ich drücke das einmal fest und ich hoffe, ich kann das jetzt zeigen. Ja, also man sieht es daran, dass ich hier super so umklappen kann und nach innen klappen kann, dann ist richtig. Weil wenn ich zu weit rüber gegangen wäre, könnte ich den Deckel nicht ganz super gerade runterklappen. Das mache ich auf beiden Seiten. Und auch hier wieder gucke ich, dass ich vor der Falzlinie die Box aufsetze. Schön festdrücken hier unten und einmal zum Testen funktioniert. So, jetzt könnte man es so rum machen, dass die große Seite übersteht. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte, dass sie beide gleich aussehen. Und deshalb kommen jetzt die Magnete auf das große Element. So, dafür brauche ich 2 Paar Magnete. Und setze den hier einmal so mit 3-4 mm Abstand das eine Paar hin. Und das andere, also ich ziehe eine von den beiden Folien ab. Setze ihn hier hin. Jetzt habe ich immer beide Magnete hier noch. Und das lasse ich auch so, damit die exakt gleich übereinander ausgerichtet sind. Ich nehme hier nur die Folie ab. Halte das hier unten schön fest. Und setze das ganz vorsichtig da drüber. Und streiche jetzt hier an den Stellen, wo ich es habe, so ein bisschen fest. Es drückt natürlich nach innen. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber meine Magnete haben gehalten. Jetzt drücke ich sie hier nochmal fest.
Wenn es nicht beim ersten Mal klappt, kein Thema, einfach nochmal machen, hatte ich auch. Hält irgendwann. So, jetzt fehlen uns nur noch die Henkel. Dafür 2 Stück Farbkarton in 2 x 14 cm. Und die werden gefalzt bei 2, bei 4, bei 10 und bei 12 cm. Und dann werden sie, fangen wir mal auf der linken Seite an, nach oben, nach unten, nach unten, nach oben. Das heißt, wenn man sie von der Seite sieht, ergeben sie so ein kleines Podest. Die einfach hier ordentlich festdrücken und das mit dem zweiten auch. Und dann am besten jetzt schon das Designerpapier aufkleben. Geht auch hinterher, ist auch gar nicht so schlimm, aber wenn man rechtzeitig dran denkt, ist es immer noch ein bisschen schöner. So, und der hat nur 1 mm Luft außenrum. So. Dann drehe ich die beiden um. So, und wie gesagt, hier auch wieder je nach Vorliebe Flüssigkleber oder doppelseitiges Klebeband. Ich setze das so ein bisschen schräg drauf. Man kann auch natürlich 2 Streifen kleben. Da die aber eigentlich nichts halten müssen, muss da gar nicht so viel dran. Ordentlich festdrücken. Ja. So. Da sind meine Klebeseiten. Dann halte ich mir das so fest. Also schaue, dass das rechte Winkel bildet. Und setze das einfach wirklich mittig auf die eine Seite. Da habe ich jetzt nicht irgendwie mit bestimmten Abstand gearbeitet, aber man sieht ja, das sind hier 1 cm, hier auch. Hier würde ich sagen, 2. Gucken wir mal. Vom Rand sind es 2,5 ungefähr. Also, das ist so nach Augenmaß. Und dann andere Seite auch noch. Wieder einmal so im rechten, 2 rechten Winkeln halten. Und da orientiere ich mich jetzt an dem anderen. Und setze das hier auch mittig auf. So. Oh, der ist ein bisschen schiefer geworden. Ich sag mal, also hier, das geht jetzt. Warum auch immer es bei meinem anderen vorhin ein bisschen schwerfälliger ging. Aber lässt sich super an den Griffen öffnen. Und wie gesagt, wenn man es öffnet, total toll, liegt da schon was drin in der Kiste. Ja. So, jetzt können wir uns noch mal angucken hier. Ich muss sagen, wenn das so bestempelt ist, gefällt es mir besser. Kann ich jetzt hier nicht mehr, weil das ist einfach, wenn ich darauf stempel, das ist zu weich. Das drückt ein, da kommt der Stempelabdruck nicht so richtig schön hin. Aber dann hast du das mal beides gesehen. Ist auch super. Ja, das war meine Werkzeugbox. Wie gesagt, passend zu der Werkzeugkarte, Werkzeugkastenkarte, um genau zu sein. Gefällt mir beides sehr gut. Habe ich sehr viel Spaß mit gehabt, das zu basteln und zu entwickeln. Ich hoffe, dir hat das auch genauso gut gefallen. Dann lass mir gerne einen Daumen hoch da und folge meinem Kanal. Denk auf jeden Fall dran, falls du noch nicht hast, dir das Video von Angela anzugucken, habe ich jetzt am Ende verlinkt. Und wie gesagt, die Maße, weil das sind ja ganz schön viele, findest du in der Beschreibung. Und dann freue ich mich auf deine Kommentare und bis zum nächsten Mal. Deine Annalena. Tschüss.